Denn Sie haben mit der Materie Bauen und Wohnen ungefähr so viel zu tun, wie ich mit feministischem Stuhlkreis-Yoga zum Beispiel. Wir waren in der letzten Legislatur nicht mal ordentliches Ausschussmitglied und haben uns eben aber hier erzählt, Ihr Vater hat damals gern an Baggern geschraubt. 60% der Mietwohnungen in Deutschland gehören Kleinvermietern. Das hat ja sogar jetzt Heidi Reicheneck trotz Migräne bei Markus Lanz gelernt. Wo Sozialdemokraten zu denken versuchen, ist die Idee von der Steuererhöhung nie weit. Wir als AfD-Fraktion, wir haben einen besseren Vorschlag. Lasst uns die Grunderwerbsteuer für deutsche Staatsbürger doch einfach in Gänze abschaffen. Hey Leute, willkommen in der Realität. Stell dir vor, Deutschland steckt in einer Wohnungskrise und als Bauministerin wird jemand eingesetzt, der außer einem Vater mit Baggererfahrung nichts mit dem Thema zu tun hat. Kein Bauingenieurswesen, keine Berufserfahrung, nicht mal Grundverständnis vom Handwerk, aber Hauptsache, das Parteibuch stimmt. Und jetzt steht sie im Bundestag und dann kommt Sebastian Münzemeyer und stellt genau die Fragen, die sich Millionen stellen. Was qualifiziert sie eigentlich für dieses Amt? Wenn du auch willst, dass wieder Kompetenz vor Karriere geht, dann like das Video, abonnier den Kanal und schreib in die Kommentare, wie du diese Auswahl solcher Minister findest. Auf geht's! Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer wissen will, was schiefläuft in unserem Land in diesem Themenbereich, der muss derzeit mal ins bayerische Wolfratshausen schauen. Dort werden nämlich 3 neue Einfamilienhäuser abgerissen, weil die Dachgiebel ganze 36 Zentimeter zu hoch sind und weil statt eines Carports eine Garage gebaut wurde. Alle Mieter müssen ausziehen, der Bauherr ist mit den Nerven am Ende. Baubehörde und Gerichte bleiben hart, es gibt keine Kompromisse, keine Nachbesserungsmöglichkeit und keine Gnade. Und das ist nur ein Fall von vielen. Denn wer in Deutschland im Jahr 2025 Eigentum erwerben will, dem macht es dieser Staat in mehrerlei Hinsicht richtig schwer. Zum einen werden die Auflagen immer weiter erhöht, die Bürokratie explodiert. Bauplatzvergabe, Genehmigungsverfahren, Bauvorschriften, DIN-Normen, Gebäudeenergiegesetz, Dämmvorschriften, Umweltauflagen und so weiter und so fort. Und dann kommt da noch ein gieriger Staat, der fleißige Bürger abzockt. Betrachten wir doch beispielsweise mal die Grundsteuer, die jetzt hier schon mehrfach Thema war. Die angebliche Reform der Grundsteuer ist in Wahrheit eine knallharte Erhöhung. Und mit der macht sich die staatliche Raupe nimmersatt, frisst sich durch die Taschen der Bürger und zockt sie alle da draußen ab, meine Damen und Herren. Dazu kommen steigende CO2-Preise, explodierende Energiekosten, explodierende Baukosten und immer mehr Menschen fragen sich, wie soll ich das eigentlich noch bezahlen? Kein Wunder, dass mittlerweile die Wohneigentumsquote in Deutschland die niedrigste in der ganzen EU ist. Wir möchten unser Land vom Land der Mieter wieder zum Land der Eigentümer machen. Wir möchten dafür sorgen, dass jede junge Familie sich ein eigenes Häuschen auch leisten kann. Alle Maßnahmen, die Bauen und Wohnen künstlich verteuern, müssen abgeschafft werden. Allen voran das unsägliche Gebäudeenergiegesetz. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie sind im Wahlkampf durch Deutschland gezogen und haben versprochen, das Gebäudeenergiegesetz abzuschaffen. Jetzt steht im Koalitionsvertrag, wir novellieren das ganze Ding. Was bleibt also hängen? Aus Habecks Heizungshammer wird Huberts Heizungshammer, sonst ändert sich hier gar nichts. Apropos Huberts, sehr geehrte Frau Ministerin, ob Sie für Ihre Position geeignet sind, darf ja getrost bezweifelt werden. Denn Sie haben mit der Materie Bauen und Wohnen ungefähr so viel zu tun, wie ich mit feministischem Stuhlkreis-Yoga zum Beispiel. Sie waren in den Koalitionsverhandlungen, waren Sie nicht mal in der Arbeitsgemeinschaft Bauen und Wohnen, Sie waren in der letzten Legislatur nicht mal ordentliches Ausschussmitglied und haben uns eben aber hier erzählt, Ihr Vater hat damals gern an Baggern geschraubt. Herzlichen Glückwunsch, das ist offensichtlich das Qualifikationsprofil für SPD-Minister, meine Damen und Herren. Was fällt Ministerin Huberts denn im Fachgebiet ein? Wir haben auch heute wieder nur gehört, Mietenregulierung. Und in der Vergangenheit hat sie gesagt, wir brauchen eine niedrigere Kappungsgrenze, wir müssen die Mietpreisbremse verlängern und sogar einen 3-jährigen Mietenstopp durchsetzen. Das ist mittlerweile typisch SPD. Das verkauft sich mit Sicherheit gut in der weltfremden Berliner Blase, aber gebaut wird von solchen weltfremden Plänen keine einzige neue Wohnung, meine Damen und Herren. Ganz zu schweigen davon,
dass ja unter diesen Umverteilungsfantasien genau diejenigen in Deutschland leiden, die sie früher mal vertreten haben. Die ganz normalen Menschen, die sich im Laufe ihres Erwerbslebens eine kleine Eigentumswohnung erarbeitet haben oder eine Mietwohnung, sodass sie dann im Alter nicht in Armut leben müssen. 60% der Mietwohnungen in Deutschland gehören Kleinvermietern. Das hat ja sogar jetzt Heidi Reicheneck trotz Migräne bei Markus Lanz gelernt. Und die nächste verrückte Idee von unserer Ministerin Huberts war ja dann, der Staat könnte mal die Erbschaftssteuer erhöhen, wunderbare Sache. Dann dafür könnte man beim Kauf der ersten eigenen Immobilie die Grunderwerbsteuer freistellen. Wo Sozialdemokraten zu denken versuchen, ist die Idee von der Steuererhöhung nie weit. Wir als AfD-Fraktion, wir haben einen besseren Vorschlag. Lasst uns die Grunderwerbsteuer für deutsche Staatsbürger doch einfach in Gänze abschaffen. Wir müssen dafür überhaupt nicht irgendwelche Steuern erhöhen. Wir müssen nur damit aufhören, Milliarden von Euro für weltfremden Unsinn auf der ganzen Welt zu verteilen, meine Damen und Herren. Unser Geld für unsere Leute, dann können sich unsere Leute das Eigenheim auch wieder leisten. Aber anstatt für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen und sich wirklich um die Probleme der Menschen da draußen zu kümmern, machen Sie ja das Gegenteil. Sie verschärfen die Situation auf dem Wohnungsmarkt durch eine verantwortungslose Migrationspolitik. Sie rufen, wir haben Platz, während das Boot längst voll ist. In den meisten Städten und Kommunen gibt es schlicht und ergreifend kaum mehr bezahlbare Wohnungen, während der deutsche Staat mit deutschem Steuergeld Hotels anmietet, um Fremde unterzubringen. Und deshalb an dieser Stelle noch mal ganz klar und deutlich, ganz egal, ob es dem Verfassungsschutz, dem sogenannten Verfassungsschutz gefällt oder nicht. Wer von Wohnungsnot spricht, darf von Remigration nicht schweigen, meine Damen und Herren. Wir haben keinen Platz für Hunderttausende von Fremden, die in dieses Land strömen. Und ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass diejenigen, die nicht hier sein dürfen, auch wieder aus unserem Land verschwinden. Deutschland hat Eigenbedarf und Abschieben schafft Wohnraum. Also jetzt muss es heißen, bauen, bauen, bauen und abschieben, abschieben, abschieben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mal ehrlich, das ist keine Ministerin. Das ist ein schlechter Witz auf Steuerzahlerkosten. Diese Frau soll in einem Land, in dem Hunderttausende Wohnungen fehlen, das Bauressort verantworten, weil ihr Vater früher mal an einem Bagger geschraubt hat. Das ist die politische Version von, ich kenne jemanden, der mal was mit Häusern gemacht hat. Das reicht. Keine Ausbildung im Bauwesen, keine Berufserfahrung, kein Nachweis für Kompetenz, aber ein Parteibuch. Und das richtige Netzwerk. Und genau deshalb ist sie da, wo sie ist. Und dann kommt Münzemeyer, stellt eine einfache, sachliche Frage nach der Eignung. Und was passiert? Peinliches Herumdrucksen, Ausflüchte. So eine Ministerin wäre in jedem mittelständischen Unternehmen am ersten Tag rausgeflogen. Aber in der neuen Koalition reicht es offenbar, irgendwas mit SPD zu sein. Münzemeyer hat's gnadenlos aufgedeckt. Wir werden nicht regiert, wir werden verwaltet von Menschen, die von nichts Ahnung haben, aber alles entscheiden wollen. Wenn du auch das Gefühl hast, dass in diesem Land nur noch nach Parteibuch und nicht nach Kompetenz entschieden wird, dann weißt du jetzt, warum diese Rede von Sebastian Münzemeyer so richtig wichtig war. Denn wenn selbst das Bauministerium an Leute ohne jede fachliche Eignung vergeben wird, dann ist das kein Zufall. Das ist ein System, das sich selbst schützt und den Bürger vergisst. Like das Video, abonniere den Kanal und schreib unbedingt in die Kommentare, was du von dieser Ministerin hältst und ob du glaubst, dass Deutschland mit solchen Leuten noch Wohnraum bauen kann. Bis zum nächsten Mal.